Hallo Leute, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zum Thema Notstandsgesetze, die immer noch gelten. Aufgrund der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, spannungsgeladenen Situation in Europa und vor allem im kriegshysterischen Deutschland ist es wichtig zu erfahren, was passiert überhaupt, wenn Deutschland sich in einem oder in einem Verteidigungsfall befinden wird. Voraussetzung dafür ist der Notstand. Seit Ende der 1950er Jahre wurden in der Bundesrepublik Pläne diskutiert, das Grundgesetz durch die Einfügung von Notstandsartikeln für einen etwaigen Krisen- oder Kriegsfall tauglich zu machen. Wegen des obrigkeitsstaatlichen Duktus der ersten Gesetzesentwürfe entwickelte sich jedoch eine heftige innenpolitische Debatte. Jahrelange parlamentarische Beratungen folgten. Ich habe zur Entstehung des Grundgesetzes ja ein eigenes Video gemacht. Im öffentlichen Recht bedeutet Notstand eine Störung des staatlichen Lebens, die mit den in der Verfassung vorgesehenen normalen Mitteln nicht mehr behoben werden kann. Das Grundgesetz unterscheidet den äußeren und inneren Notstand, zu dessen Abwehr Maßnahmen des Verteidigungs-, Spannungs- und des Katastrophenfalles möglich sind. Der Spannungsfall ist ein Zustand erhöhter internationaler Spannung, der einen Angriff auf die BRD befürchten lässt. Der Spannungsfall ist de facto die Vorstufe des Verteidigungsfalles und geht mit der Erhöhung der militärischen Alarmstufe einher. Der Verteidigungsfall ist so definiert, ich zitiere, dass das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht. Zitat Ende. Zum Spannungs- und Verteidigungsfall werde ich ein extra Video machen, weil es gibt es mehr zu sagen. Aber in diesem Video möchte ich über die Notstandsgesetze reden, die 1968 am 24. Juni durch die Notstandsverfassung in eine umfassende Regelung eingebunden wurden. Diese Notstandsgesetze sollten die Handlungsfähigkeit des Staates in Krisensituationen, also Naturkatastrophe, Aufstand, Krieg, abschließend sichern. Unterzeichnet wurden die Notstandsgesetze von Heinrich Lübke, CDU-Bundespräsident, Hans-Georg Kiesinger, CDU-Bundeskanzler, Ernst Benda, CDU-Bundesminister des Inneren, Willy Brandt, SPD, Bundesminister des Auswärtigen, damals, Gustav Heinemann, SPD, Bundesminister der Justiz, Hans Katzer, CDU, Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Carlo Schmidt, SPD, Bundesminister für Angelegenheiten des Bundesrates und der Länder und Gerhard Schröder, CDU, Bundesminister der Verteidigung. Nein, es ist nicht der Gerhard Schröder gewesen, der später Bundeskanzler war. Dieser Gerhard Schröder war Bundesminister der Verteidigung und zwar von der CDU. Nicht verwechseln. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit der Großen Koalition, der damaligen Großen Koalition, CDU, CSU, SPD, kam unter dem damaligen Bundeskanzler Kurt Kiesinger zustande. Die FDP stimmte gegen die Notstandsgesetze, denn sie fürchtete einen Eingriff in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Andere Parteien gab es damals noch nicht im Deutschen Bundestag. Die Notstandsgesetze gelten auch heute noch. Sie unterscheiden den äußeren Notstand, zum Beispiel eine militärische Bedrohung, und den inneren Notstand, zum Beispiel Terror- oder Katastrophenfälle. Die Bundesregierung kann, wenn es zur Gefahrenabwehr nötig ist, den Landesregierungen Weisungen erteilen. Damit würde sie in die Rechte der Länder eingreifen. Das geht sogar so weit, dass die Polizeien der Länder dem Bund unterstellt werden können. Das 17. Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes, also Notstandsgesetze, beinhaltet unter anderem: Die Grundrechte können eingeschränkt werden. Hiervon betroffen sind das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
sowie die Freizügigkeit. Die Zwangsarbeit ist bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Das bedeutet, man kann sie im Gefängnis zur Zwangsarbeit zwingen, also die Gefängnisinsassen. Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 55. Lebensjahr herangezogen werden. Grundgesetz Artikel 12a Absatz 4. Das bedeutet, man kann Frauen auch heute noch zum Sanitätsdienst bis zu einem Alter von 55 Jahren verpflichten. Am 17. Februar 2005 wurde das Einberufungshöchstalter für den Spannungsfall durch die Änderung von § 3 Wehrpflichtgesetz durch Artikel 1 des Streitkräfte-Reserve-Neuordnungsgesetzes von 45 auf 60 Jahre heraufgesetzt. Man kann also im Spannungs- und Verteidigungsfall Männer und auch Frauen bis zu 60 Jahre einberufen. Ob das dann auch auf Frauen ausgedehnt wird, wird sich zeigen, aber bei dieser Kriegshysterie habe ich da, denke ich schon, dass es gemacht wird. Gegen jeden, der es unternimmt, die Verfassung der BRD zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist, steht in Artikel 20 Grundgesetz. Das bedeutet, jeder Deutsche kann gegen Aufständische vorgehen. Die Bundesregierung kann Soldaten bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer einsetzen. Das bedeutet, auch die Bundeswehr kann in die Bundesländer einrücken, laut Notstandsgesetze. Soweit es die Verhältnisse während des Verteidigungsfalles erfordern, kann durch Bundesgesetz für den Verteidigungsfall bei Enteignungen abweichend von Artikel 14 Grundgesetz die Entschädigung vorläufig geregelt werden. Das bedeutet, Enteignungen können schneller durchgeführt werden. Bei Freiheitsentziehungen gilt eine vom Grundgesetz Artikel 104 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 1 abweichende Frist, höchstens jedoch eine solche von 4 Tagen für den Fall, dass ein Richter nicht innerhalb der für Normalzeiten geltenden Frist tätig werden kann. Das bedeutet, Verdächtige können anstatt einem bis zu 4 Tagen von der Polizei in Arrest genommen werden, bevor ein Richter über das weitere Vorgehen entscheidet. Zudem regeln die Notstandsgesetze auch den Eintritt des Verteidigungsfalles, den ich in einem anderen Video bespreche. Sie erkennen also, wenn der Spannungs- und Verteidigungsfall ausgerufen wird, und es wird dazu kommen, vielleicht ist es schon geschehen, nachdem ich dieses Video gemacht habe, werden die Grundrechte der Menschen gnadenlos eingeschränkt. Die Notstandsgesetze gelten immer noch, zwar modifiziert, aber sie gelten noch. Alle Hintergründe dazu in meinem Buch Vorsicht, Enteignung, und der Link ist wieder unten angegeben, und alles zu der Kriegshysterie in den kostenlosen Broschüren, die man auf info@konservative bestellen kann, 270 Seiten, garantiert politisch unkorrekt, mit beiden Seiten, die russische und die deutsche. In Deutschland gilt das Darstellen der russischen Seite ja als Mithilfe für einen russischen Angriffskrieg. So bekloppt sind die Leute schon. Als objektiver Journalist muss man immer beide Seiten kennen. Also, ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren und jede Woche ein Newsletter erhalten. Dort seht ihr weitere Videos und alles über meine 51 Bücher, die ich geschrieben habe, und alles über meine Arbeit. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.